Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich möchte über unseren letzten Wanderausflug in die Berge sprechen. Erinnerst du dich an diesen Tag? Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Es war ein schöner Tag. Das Wetter war perfekt zum Wandern. Das stimmt. Der Himmel war klar und die Sonne schien. Es war ein toller Tag, um draußen zu sein. Wohin sind wir nochmal gewandert? Wir sind zum Green Mountain Park gegangen. Es ist etwa eine Stunde mit dem Auto von unserer Stadt entfernt. Richtig. Ich erinnere mich an die Fahrt. Die Straße war sehr malerisch mit vielen Bäumen und kleinen Flüssen. Ja, ich liebe diese Fahrt. Als wir im Park ankamen, sahen wir ein großes Schild, auf dem Willkommen im Green Mountain Park stand. Ich war so aufgeregt, als ich das Schild sah. Ich wusste, dass wir einen spaßigen Tag haben würden. Wir haben unser Auto geparkt und unsere Taschen gepackt. Ich habe etwas Wasser, ein Sandwich und etwas Obst mitgebracht. Ich habe auch Wasser, ein paar Snacks und meine Kamera mitgenommen. Ich wollte viele Fotos von der schönen Landschaft machen. Das ist toll. Ich mache auch gerne Fotos. Der erste Teil der Wanderung war einfach. Der Weg war breit und eben. Ja, ich erinnere mich. Wir sind zusammengegangen und haben über viele Dinge gesprochen. Die Vögel haben gesungen und wir haben ein paar Schmetterlinge gesehen. Ich fühlte mich sehr glücklich und entspannt. Wandern in der Natur macht mich ruhig. Mir geht es genauso. Nach etwa 30 Minuten sind wir zu einem kleinen Hügel gekommen. Der Hügel war steil, aber wir haben uns entschieden, ihn zu erklimmen. Das hat Spaß gemacht. Ich konnte mein Herz schnell schlagen fühlen, aber die Aussicht von oben war erstaunlich. Als wir den Gipfel erreichten, sahen wir das ganze Tal unter uns. Die Bäume, der Fluss und die kleinen Häuser sahen so schön aus. Ich habe oben viele Fotos gemacht. Der Himmel war so blau und die Luft war sehr frisch. Nach ein paar Minuten Ruhe setzten wir unsere Wanderung fort. Der Weg wurde schmaler und etwas schwieriger. Ja, wir mussten über einige Felsen klettern und auf einem steilen Pfad gehen. Es war herausfordernd, aber ich mochte es. Ich hatte das Gefühl, dass wir wirklich in der Natur waren. Wir sahen einige Wildblumen und sogar ein kleines Tier. Ich glaube, es war ein Kaninchen. Es war sehr süß. Ich liebe es, Tiere beim Wandern zu sehen. Ich auch. Es macht die Wanderung interessanter. Wir hielten auch an einem kleinen Bach an, um etwas Wasser zu trinken. Ich erinnere mich daran. Das Wasser war sehr klar und kalt. Es war erfrischend, mir ein wenig ins Gesicht zu spritzen. Nach der Pause setzten wir unsere Wanderung fort. Wir sprachen über unsere Pläne für die Zukunft und unsere Lieblingshobbys. Ja, ich habe unser Gespräch genossen. Wandern ist nicht nur gehen. Es ist auch eine Zeit, um sich zu entspannen und Ideen auszutauschen. Ich stimme zu. Als wir den nächsten Aussichtspunkt erreichten, war ich sehr aufgeregt. Die Aussicht war noch schöner als zuvor. Von diesem Aussichtspunkt aus konnten wir die Berge in der Ferne sehen. Sie waren hoch und majestätisch. Ich fühlte mich sehr klein, als ich dort stand, aber es war ein gutes Gefühl. Es erinnerte mich daran, wie schön die Natur ist. Wir machten weitere Fotos und genossen die Aussicht eine Weile.
Ich skizzierte sogar ein wenig in meinem Notizbuch. Du bist sehr kreativ. Ich finde es toll, dass du dein Skizzenbuch mitbringst, wenn wir wandern. Danke. Ich zeichne gerne die Dinge, die ich in der Natur sehe. Es macht die Erinnerung besonderer. Nachdem wir etwas Zeit am Aussichtspunkt verbracht hatten, beschlossen wir, unsere Wanderung fortzusetzen. Wir wussten, dass wir noch ein Stück klettern mussten, um den Gipfel des Berges zu erreichen. Ja, der letzte Teil der Wanderung war der schwerste. Der Weg war sehr steil und schmal. Ich fühlte mich müde, aber ich war auch sehr motiviert. Ich wollte den Gipfel erreichen. Mir ging es genauso. Wir haben uns gegenseitig ermutigt, weiterzumachen. Nur noch ein kleines Stück, sagte ich mir oft. Ich zählte meine Schritte und atmete tief durch. Das half mir, ruhig zu bleiben. Schließlich, nach einem langen Aufstieg, erreichten wir den Gipfel. Ich war so glücklich. Die Aussicht von oben war atemberaubend. Ich konnte meilenweit sehen. Die Berge, die Täler und der Himmel sahen alle perfekt aus. Wir nahmen uns einen Moment, um die Stille oben zu genießen. Es war sehr friedlich. Ich machte noch ein paar Fotos und dann setzten wir uns zum Ausruhen. Ich holte mein Sandwich heraus und teilte ein paar Snacks mit dir. Danke. Ich liebe es, Essen mit Freunden zu teilen. Es macht die Pause noch angenehmer. Wir sprachen über unsere Lieblingsmomente beim Wandern und unsere Pläne für den nächsten Ausflug. Ich sagte, dass ich beim nächsten Mal an einem neuen Ort wandern möchte. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne einen anderen Berg oder vielleicht einen Nationalpark ausprobieren. Wir können unsere nächste Wanderung gemeinsam planen. Ich bin sicher, sie wird so viel Spaß machen wie diese. Ja, ich freue mich darauf. Nach dem Ausruhen begannen wir, den Berg wieder hinunterzugehen. Ich finde, dass es beim Hinuntergehen einfacher ist, aber ich muss vorsichtig sein. Ich stimme zu. Der Weg war auch auf dem Rückweg steil. Ich machte kleine Schritte und sah auf meine Füße. Ich ging auch langsam. Ich genoss die Aussicht erneut, während wir hinabstiegen. Das Licht änderte sich und alles sah ein wenig anders aus. Das mag ich. Die Natur verändert sich ständig. Wir sahen einige neue Blumen, die wir auf dem Weg nach oben nicht gesehen hatten. Es ist erstaunlich, wie viele Details man beim Wandern bemerken kann. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal mehr über die Natur lerne. Ja, Wandern ist wie eine Unterrichtsstunde in der Natur. Ich fühle mich auch gesünder und stärker nach einer langen Wanderung. Ich stimme zu. Wandern ist ein gutes Training. Es macht meinen Körper aktiv und meinen Geist klar. Als wir den Fuß des Berges erreichten, fühlte ich ein Gefühl der Erfüllung. Wir hatten die Wanderung gemeinsam abgeschlossen. Ich war sehr stolz. Wir sind viele Stunden gelaufen und haben so viele schöne Dinge gesehen. Wir fuhren zurück in unsere Stadt und hielten in einem kleinen Café an. Ich bestellte eine Tasse Tee und du hattest ein kaltes Getränk. Ja, ich erinnere mich daran. Es war schön, im Café zu entspannen und über unseren Tag zu sprechen. Ich sagte dir, dass ich öfter wandern möchte. Es ist eine großartige Möglichkeit, Zeit in der Natur und mit Freunden zu verbringen. Ich fühle das Gleiche. Wandern macht mich glücklich. Ich möchte auch neue Wege ausprobieren und verschiedene Berge erkunden. Vielleicht können wir beim nächsten Mal mehr Freunde einladen, um uns anzuschließen. Das ist eine gute Idee. Je mehr, desto besser. Ich möchte auch mehr über die Pflanzen und Tiere lernen, die wir beim Wandern sehen. Ich kann dabei helfen. Ich habe ein kleines Buch über einheimische Pflanzen und Tiere. Wir können es vor unserer nächsten Wanderung gemeinsam lesen. Das würde ich sehr gerne.
Ich möchte die Namen der Blumen und der Vögel wissen, die wir sehen. Ich bringe mein Buch beim nächsten Mal mit und wir können teilen, was wir lernen. Danke, Tom. Ich hatte einen wunderbaren Tag beim Wandern mit dir. Es war spaßig, gesund und sehr entspannend. Ich hatte auch eine großartige Zeit, Alice. Ich genieße unsere Wanderungen immer. Sie sind eine perfekte Mischung aus Bewegung und Spaß. Ich freue mich auf unser nächstes Wanderabenteuer. Hast du Ideen, wo wir als nächstes hingehen sollten? Ja, ich dachte daran, den Blue Lake Park zu besuchen. Ich habe gehört, dass die Wege dort sehr schön und nicht zu schwierig sind. Das klingt perfekt. Ich mag die Idee, in der Nähe eines Sees zu wandern. Wir können das Wasser sehen und vielleicht sogar ein Picknick machen. Ich werde die Karte und das Wetter prüfen. Wir können die Reise für nächsten Monat planen. Großartig. Ich bin gespannt darauf. Wandern ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Es lässt mich näher zur Natur und zu meinen Freunden fühlen. Mir geht es genauso. Jede Wanderung ist ein neues Abenteuer. Ich lerne etwas Neues und sehe neue Aussichtspunkte. Danke, dass du diesen wunderbaren Tag mit mir geteilt hast, Tom. Ich habe unsere gemeinsame Zeit wirklich genossen. Danke, Alice. Ich genieße immer unsere Gespräche und Wanderungen. Sie machen mich glücklich. Lass uns bald unsere nächste Wanderung planen. Ich rufe dich nächste Woche an, um die Details zu besprechen. Ja, mach das bitte. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Hab einen tollen Tag, Alice. Du auch, Tom. Bis bald. Wanderausflug. Wanderausflug. Ich mache einen Wanderausflug am Wochenende. Der Wanderausflug führt uns durch den Wald. Das Wetter ist perfekt für einen Wanderausflug. Erinnerst. Erinnerst du dich an den Sommer? Ich hoffe, dass du dich an unser Gespräch erinnerst. Erinnerst du dich, wo du deine Schlüssel gelassen hast? Wetter. Wetter. Das Wetter ist schön heute. Ich mag das Wetter im Frühling. Das Wetter kann schnell ändern. Malerisch. Die Landschaft ist malerisch. Wir besuchten ein malerisches Dorf. Die malerische Aussicht war atemberaubend. Schild. Das Schild war sehr alt. Ich habe ein Schild gesehen. Das Schild zeigt den Weg. Aufgeregt. Ich bin aufgeregt für die Party. Die Kinder sind aufgeregt vor dem Spiel. Sie fühlt sich aufgeregt wegen der Prüfung. Spaß. Der Spaß ist wichtig im Leben. Wir hatten viel Spaß beim Spielen. Kannst du mir einen Spaß erzählen? Landschaft. Die Landschaft ist schön. Ich liebe die grüne Landschaft. Wir wandern durch die Landschaft. Einfach. Das Problem ist einfach. Die Lösung ist einfach zu finden. Es ist einfach, das zu verstehen. Vögel. Die Vögel fliegen hoch am Himmel. Wir beobachten die Vögel im Park. Die Vögel singen schön am Morgen. Entspannt. Ich fühle mich heute entspannt. Die Musik macht mich entspannt. Nach dem Yoga bin ich immer entspannt. Hügel. Der Hügel ist grün. Wir spielen oben auf dem Hügel. Es gibt viele Blumen am Hügel. Erstaunlich.
Das ist ein erstaunlich schönes Bild. Ihre Leistung war wirklich erstaunlich. Es ist erstaunlich, wie schnell er lernt. Gipfel. Gipfel. Der Gipfel ist hoch und steil. Wir haben den Gipfel des Berges erreicht. Der Gipfel bietet eine schöne Aussicht. Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Der Aussichtspunkt bietet eine schöne Sicht auf die Berge. Wir haben am Aussichtspunkt eine Pause gemacht. Viele Touristen besuchen den Aussichtspunkt jeden Tag. Majestätisch. Majestätisch. Der Adler fliegt majestätisch über die Berge. Die majestätisch wirkende Kathedrale zieht viele Touristen an. Im Sonnenuntergang sieht das Meer majestätisch aus. Erfüllung. Erfüllung. Die Erfüllung meiner Träume ist wichtig. Er sucht die Erfüllung in seiner Arbeit. Die Erfüllung kommt oft nach harter Arbeit. Kaffee. Kaffee. Das Café ist sehr beliebt. Ich treffe meine Freunde im Café. Wir trinken Kaffee im Café. Einheimische. Einheimische. Die einheimische Kultur ist sehr interessant. Viele einheimische Pflanzen wachsen hier. Wir unterstützen die einheimische Wirtschaft. Abenteuer. Abenteuer. Das Abenteuer war spannend. Ich liebe das Abenteuer in den Bergen. Jedes Abenteuer bringt neue Erfahrungen. Wie fühlte sich Alice, als sie den Gipfel des Berges erreichte? Was beschlossen Alice und Tom nach ihrer Wanderung zu tun? Wie fühlte sich Alice während der Wanderung in der Natur? Wohin möchten Alice und Tom bei ihrer nächsten Wanderung gehen? Großartige Arbeit beim Üben von Deutsch mit uns heute. Bitte like dieses Video, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.